Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. Ja, wir haben in der letzten Folge Doris Fletcher besiegt. Gott sei Dank. Ich dachte, ich würde wieder 3 Folgen daran sitzen. Haben wir jedoch nur 2, glaube ich, gebraucht. Nicht 2, ich meine 2-mal niedergemäht wurden wir von ihr. Aber zum Schluss hat es dann noch funktioniert. Und jetzt sind wir dabei Lord Redgrave Bericht zu erstatten. Ich glaube, das werden wir auch sofort machen. Aber erstmal der wunderschöne Ladebildschirm. Hallo, bin zu Hause. Was? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reid. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Der Platz, geil. Lass mal sehen. Trotzdem möchte ich noch mal zu Swansea. Ach, da hinten. Warum greifen mich eigentlich die Vampire... Warum greifen mich eigentlich die Vampire auch mit an? I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted it. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reid. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Immer diese Entscheidungen, was man denn nehmen möchte. Ich bin bloß ein Arzt. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Ach du meine Güte. Wir haben ja eigentlich haben wir nicht geschworen, dass wir keinen... Oh. Ich will denn auch nicht so hörig sein und sagen, ja, okay, wie ihr wünscht. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reid. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate.
once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reid. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Der will doch nur einen gehörigen Untertan mit so einer Kraft haben. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die, for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Wie hat er Sport gemacht? You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Understandably, you have questions. Very well, proceed. Goodbye, Lord Redgrave. Guck mal, ich habe nicht gesagt, ihr Befehl, ja, dass wir seine Aufgabe machen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Das dachte ich mir nämlich auch. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave.
Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Ich will ihn nicht unsterblich machen, weil, wie gesagt, wir können sehr starke Abkommen schaffen. Und wenn wir dann so einen Lakaien von dem Lord machen, zum starken Vampir machen, haben wir ein kleines Problem, glaube ich. Nämlich dann sind wir überflüssig und er tötet uns dann. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Dass ich ihn zeuge. Pardon, ich fand's witzig. Ach so. Er hat mit uns gequatscht. Nee. Das will ich nicht. Wo ist denn... Da hinten? Das werden wir später machen. Ich werde erstmal zu Swansea gehen. Jonathan, my dear, bring me my glass. Was wollte ich sagen? Ah, die macht eindeutig mehr Schaden. Ah. Blutaufnahme. Oder Geschwindigkeit. Okay, besonders viel macht sie jetzt nicht. Fünf zusätzliche Schockpunkte, wenn Geschosse ihr Ziel erreicht. Okay. Können wir das hier noch machen? Nein. Dann würde ich sagen, wir gehen... Ich würde mich ja gerne aufs Bett hauen, aber ich möchte erstmal wieder die Bezirke bereinigen. Wir könnten eigentlich zu Whitechapel gehen.
Whitechapel. Whitechapel. Dann wären wir schon mal in Whitechapel. Und können die eine regenerieren. Können wir eigentlich vielleicht die Krankenschwester Kane oder Crane oder wie die gute heißt, nochmal heilen? Vielleicht? The Swanborough Cordial. Good evening. How is the When people... You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. My... Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business. Thank you. I'd like to see what kind... Kennen wir alles. Ich brauche Opium eigentlich nicht. Ich brauche... Ich habe nicht mehr so viel. Ach, egal. Wir wandern erstmal nach... Treppe. Abkürzung, Abkürzung. Wir könnten durch den Park. Ich glaube, wir... Na? Renne. Gehen erstmal zu Swansea. Heilen da alle. Dann würde ich mich aufs Ohr packen. Dann könnte ich meine Attacken ein bisschen aufladen. Auf dem Weg dahin werden uns garantiert noch ein paar entgegenkommen. Hast du was für mich? Nee. Das hört sich an wie ein Knusper-Werwolf. Hier kann ich nicht rein. Den Werwolf ignorieren wir. Das waren viele Attacken auf einmal. I can't believe I'm doing this. Machst du aber. Komm her, Mäuschen. Happa, happa. I have this thirst for blood. This is no place for a gentleman. Hast du was für mich? Geizheit. Gut, dann können wir nach Whitechapel. Es wären auf einmal ganz schön viele Skulls, ne? Die hier rumrennen.
So, hier haben wir einige Krankheitsfälle. Wer hat... Er müsste unten stehen. Glaube ich. Ja, da steht er. Servus. It's locked, all right. We're still alive and healthy. Can't you be satisfied with that? We have no reason to be here. I have not survived being buried in a mass grave for these trivialities. We're not back on the anymore. Lasst mich rein! Ist auch nicht merkwürdig, wenn hier so ein Doktor davor steht. Oh, ich bin groß. Schade. Hello again, Mr. Blight. Hello again. Ich wollte dich noch heute Do you need medical attention, sir? Afraid so. Throughout history, some dizzy... Your work. Goodbye, Mr. Blight. Ach, er erholt sich. Ich wollte gerade sagen, hä, der war doch krank. I am not responsible for everything bad. So, und jetzt müssen wir die andere Krankenschwester finden, die irgendwo herumlungert. Da ist sie. Good evening, nurse. Good evening. Do you need medical help? I'm afraid. Nein. I will see you later. Ja, ja, Goodbye, ja. nurse. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Goodbye, Milton. Hier fehlt noch so einiges. Ich habe nicht richtig rumgeguckt, glaube ich, hier. So, wir werden auf jeden Fall dahin gehen. Und Erkältungsmedizin machen. Dann werde ich zu ihr runtergehen, sie heilen. Sie heilen. Dann zu Swansea rein, mit denen eine Runde quatschen. Und dann, wenn ich da fertig bin, werde ich dann mich aufs Bettchen packen und eine Runde schlafen. Da ist sie. Good evening, nurse. Good evening. Do you need medical... I'm afraid Not under my watch. Thank you. Goodbye, Nurse Hawkins. It's locked, all right. Verdammt. Lass mich vorbei. So, wir haben... Sind alle geheilt, super. Guten Tag. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her.
But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. Called them Icors. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think. Following a lead concerning your maker. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. Das kann ich I'll euch come nicht back geben. later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. So, dann haben wir hier einiges gemacht und hier, die ist auch noch da. Warum? Verstehe ich nicht. So, dann gehe ich ins Bettchen. It's locked. Warum lockt ihr alles? Voll ungünstig. Hier leuchtet nichts. Schade. Ich glaube, Pflanze können wir immer noch nicht gießen. So, lasst mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich das hier. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Du täuschst die zusätzliche sofort. Du tauchst, okay. Auf jeden Fall das einmal. Ich möchte gerne so einiges auf Stufe 2 haben. 2000? Ich schau mal kurz hier. Da haben wir wenigstens das. Gott, ist das teuer. Aber das Ding benutze ich hier auch sehr oft. Also werde ich das einmal machen. Erhöht deine Gesundheit. Bräuchten wir eigentlich auch. Dann würde ich sagen, mache ich schwierige Entscheidung. Den benutze ich ja komischerweise gar nicht mehr. Ne? Und der explodiert. Alles so schön. Ich glaube, ich mache mir noch mal ein bisschen Leben. Oh, da möchte man eigentlich so einiges
hochheilen. Das ist viel zu teuer. Ja, das ist eindeutig zu teuer. Wie lasse ich das erstmal? Munition. Ich glaube, ich mache mal Munition. Würde ich sagen, reicht das gute Stück? Ach ja, ich muss ja wirklich halten. Und mal sehen, welche Bezirke jetzt wieder... Sehr schön, der ist geheilt. Ohne Stütze werden sie nie in den gereinigt Status rutschen. Sag bloß nein. Sag bloß den Typ, den wir verwandeln sollen, der ist die Stütze. Ich glaube, das ist die Stütze. Verdammt. Da wird so einiges auf uns zukommen, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.